redet über he's going to speak about the discipleship relationship and how that looks and how that looks. Wie das ausschaut. Or how he does that. Good. We have a manual for basic instruction in doing this that we use with our own interns. Wir haben ein Arbeitsheft, das wir entwickelt haben für unsere jungen Mitarbeiter. I'm sending a copy of that to Brother Fred. Und Fred bekommt ein Exemplar davon. It's possible he can secure a translation of some of it for you. I don't know. Es könnte sein, dass etwas übersetzen lassen könnte. Ich weiß nicht. In those materials we give a sample session, what you do. Und in diesen Materialien ist ein Musterbeispiel enthalten, wie man ein Treffen gestaltet. And various other helpful pointers for doing it. Und verschiedene andere hilfreiche Hinweise oder Vorschläge, wie man das machen kann. But let me summarize briefly. Darf ich aber jetzt zusammenfassen? Ideally, you will meet once a week. Ja, im Idealfall trifft man sich wöchentlich. It's possible to meet less frequently. Es ist möglich, weniger häufig sich zu treffen. Experience has shown once a week is best. Die Erfahrung zeigt aber, dass wöchentlich am besten ist. The session lasts usually an hour. Meistens treffen wir uns für eine Stunde. If they're driving a distance, you might want to increase that a little. Wenn Sie eine Entfernung zurücklegen müssen, es kann sein, dass du dich länger mit ihnen treffen willst. If it is simple follow-up, you will work through the lessons that are both that person, the disciple has, and you have. You go through the lesson. Wenn es sich um einfache Nacharbeit handelt, wird man dann die Lektionen besprechen, die beide Parteien, Nacharbeiter und derjenige, dem geholfen wird, ausfüllen. If it's not that, you may be doing another study. Es kann sein, aber dass du auf einer anderen Ebene arbeitest mit anderen Materialien. If you're trying to teach how to study the Word of God, you might go through a book. Wenn du jemandem beibringen willst, wie man die Bibel studiert, es kann sein, dass du ein Buchstudium machst. If you are working through a particular area, you might have a study guide. Wenn du einen bestimmten Bereich zusammen bearbeitest, es kann sein, dass du ein Studienbuch hast. A certain part of the session is devoted to the Word of God. Ein Teil der Begegnung wird dem Wort Gottes gewidmet. There is homework. Es gibt Hausaufgabe. Now, you are not to be someone who simply checks the answers. Aber wir sind nicht ein Antwortprüfer oder Aufgabenprüfer. You're looking for the thinking, the mindset, the understanding behind the answer. Wir versuchen, die Denkweise und die Perspektive zu verstehen, die hinter den Antworten steht. The answers are a key to the mental condition, spiritual condition of the person. Die Antworten sind Hinweise auf den geistlichen Zustand und auf das Denken des jungen Christen. Of course, you want to be sure that they understand the facts of the matter. Natürlich willst du dich vergewissern, dass sie die Tatsachen an sich begriffen haben. But you have a greater interest in the character of the person. Aber deine primäre Interesse ist an den Charakter des Betroffenen. Part of the session will be devoted to praying together. Ein Teil der Zusammenkunft wird dem Gebet gewidmet. On your knees. Auf deine Knie. Out loud. Laut. Make this an exercise in learning how to pray. Das soll eine Übung sein, wo du dem beibringst, wie betet. It's an opportunity to demonstrate all of the aspects of prayer. Es ist eine Möglichkeit, alle Aspekte des Gebetes anhand eines Beispiels herzuzeigen. It's not too long because this is not a prayer meeting. Es ist keine Gebetsversammlung, so vielleicht nicht zu lang. But it is a brief time of prayer. Aber es ist eine kurze Zeit des Gebetes. It is time to review verses in the Bible because they will have memory work assignments. Es ist Zeit, Bibelverse zu wiederholen, denn sie werden auswendig lernen. So you listen to the verses. So du sollst die Verse anhören.
You want to have a little time of sharing personally about struggles in the ministry. Du willst ein bisschen Zeit verwenden, zu reden über die Kämpfe, die man erlebt und die Schwierigkeiten im Dienst. This could be fuel for the prayer. Das kann Brennstoff für eure Gebete sein. You're interested in the entire lifestyle of this person. Der gesamte Lebensstil der Person interessiert dich. It's a time for you to encourage the person. Es ist eine Zeit, wo du ihn ermutigen kannst. It is a time when you may want to make extra or supplementary assignments. Eine Zeit, wenn du andere Hausaufgaben vielleicht auch aufgeben willst. You may want to give this person extra reading in an area that is difficult for him. Vielleicht soll etwas lesen über einen Bereich, wo Schwierigkeiten hat. Certainly when it's over, at some point you want to have a short time of fellowship. Man möchte aber irgendwie im Laufe des Treffens eine Zeit der Gemeinschaft haben. You want to be undisturbed when you meet together. Ohne Unterbrechungen. No interruptions. Keine Unterbrechungen. No phone calls, no children, no wife, no errands, nothing of that nature. Keine Telefonate, keine Kinder, kein Hund, überhaupt nicht. You have time alone together in the presence of God. Ihr habt Zeit alleine zusammen in der Gegenwart Gottes. Does that help? Ist das eine Hilfe? Yes. Was soll uns von Seiten der Ältesten für die Unverheirateten getan werden? Geistlich? Welche Gefahren bestehen in der Gemeinde? What should the elders do for the single people, spiritually and otherwise? And what kind of dangers do we have in the church in this respect? What age is in mind? Are we talking about 20s or teenagers or what? Welches Alter haben wir hier im Blick? In den 20 Jahre alt oder? 20s. In our age. Yeah, in the 20s. Okay. What are called singles ministries are growing in the churches in our country. Dienste an Ledigen sind im Wachstum begriffen in unserem Land. There are good features in that it's an opportunity for fellowship among those in a similar condition. Es gibt gute Aspekte, denn die Möglichkeit ist gegeben, Gemeinschaft mit Leuten in den gleichen Umständen zu haben. The bad feature is that they so often become merely social organizations. Schlechter Aspekt davon ist, dass sie sehr oft irgendwie gesellschaftliche oder Gemeinschaftsgruppen werden. Often primarily just looking for a husband and a wife. Wo man sucht einen Ehepartner. Matchmakers clubs. Es ist irgendwie ein Lonely Hearts Club. Wo Leute ihr Partner finden wollen. Now, I don't object to single. CP, yeah, I don't object to young people having social occasions to meet. Ich habe nichts gegen Möglichkeiten, wo junge Leute zusammenkommen können, sich treffen können. But from the standpoint of church sponsorship, we want it to also have a very definite spiritual purpose and dimension. Aber wenn die Gemeinde dahinter steht, wollen wir, dass es eine ganz bestimmte geistliche Ausrichtung hat. In our singles group at home, they have taken on service projects. In unserer Arbeit für Ledigen daheim haben sie gewisse Dienste geleistet, verschiedene Projekte. They go out and have Servants' Day and do something for people. Sie haben Tage, wo sie Leuten dienen. They might repair a widow's garage. Vielleicht reparieren sie die Garage von einer Witwe. Help paint a house. Oder sie tun ein Haus anstreichen. Haul away rubbish. Oder sie tragen Unrat weg von einem Repair Haus. something for somebody in need. Sie reparieren irgendwas für irgendjemand, der Bedürfnis hat. They teach them servanthood. Und so sie lernen dadurch Dienerschaft. You can have fellowship while you work together. Und man erlebt Gemeinschaft, während man zusammenarbeitet. Many times the social occasion just has a little devotional, like 10 minutes on the top. Öfters diese gesellschaftlichen Zusammenkünfte haben nur eine kleine Andacht von 10 Minuten. It's kind of like a cherry on top of an ice cream sundae. Es ist etwa wie eine Kirsche auf einem Eiscreme. I suppose you have things like that over here. Habt ihr solche Sachen hier, oder? In other words, it doesn't have any central purpose. Es hat keine wirkliche zentrale Bedeutung oder wichtige Bedeutung in der Zusammenkunft. It's mostly an ornament. Es ist meistens Zierde.
I think that you should devise Bible study activities or some other activity, maybe evangelistic, that are more meaningful. Man sollte Bibelstudienmöglichkeiten oder evangelistische Einsätze organisieren, solche Möglichkeiten. In other words, combine your fellowship time with something that is meaningful in the Christian sense. Verbinde Gemeinschaft mit sinnvollen Einsätzen. You need a spiritually mature believer to supervise them. Man braucht einen reifen Gläubigen dort, irgendwie die ganze Sache, über die Sache Aufsicht zu haben. If immature people do this, you wind up with a trivial ministry. Unreife Leitung führt zu einem oberflächlichen Dienst. It can be a good evangelistic opportunity, Es kann eine sehr gute evangelistische Möglichkeit sein, provided that people are not invited just to meet the girls or something like that. Wenn Leute nicht eingeladen sind, in erster Linie Partner zu finden und so weiter. Do you have dating services over here? Yeah, brother, they got it. All right. Well, this kind of thing can become a dating service, and that's what I don't like. Es kann ein christlicher Partnerschaftsdienst werden, und ich mag das nicht. Okay. That help? Ist das eine Hilfe? Okay. Peter? Ja, bitte. Das ist meine Frage noch, wie das in einer Stunde ausgeht, was er gesagt hat, und wie viel Brüder er gleichzeitig betreut. How many brethren do you take care of at one time? Or do you help in the follow-up or discipleship at one given time? Und was war die andere Frage? Wie viele Brüder er gleichzeitig betreut? Ja, das habe ich gesagt. Ob sich das die ganze Liste, ob sich das in einer Stunde ausgeht, wöchentlich. Oh, yeah. If you do all these things you mentioned in 1 hour, if you get that done in 1 hour every week, and how many brothers do you meet with generally in a week? You're talking about one individual meets with them. Is that what you mean? Not the church as a whole. Just me as an individual or some other individual? Yeah. Okay. Well, different people have different capacities. Verschiedene Menschen haben verschiedene Möglichkeiten. Depends on the other things that you have to do. Es hängt davon ab, was man sonst zu tun hat. In our interns, we only expect them to do one. Von unseren jungen Brüdern im Training erwarten wir von ihnen, dass sie eine Beziehung unterhalten. But we permit two. Aber wir erlauben 2. Because they have many other things to do. Denn sie haben sehr, sehr viel sonst zu tun. When you're meeting with a person, you should devote a certain amount of time to preparation. Wenn du dich mit jemandem triffst und eine Jüngerschaftsbeziehung unterhältst, dann sollst du Zeit für Vorbereitung reservieren. Ideally, you want to meet the person for some type of fellowship at other times. Man möchte die Leute aber auch treffen für Gemeinschaft zu anderen Anlässen. Do something together in a fellowship way. Etwas unternehmen gemeinsam. Have them over for dinner or out for lunch. Zum Essen einladen, oder? Don't just make them feel like a project that you have once a week. Wir sollen das Gefühl nicht bekommen, dass sie ein Projekt sind, das man einmal in der Woche hat. Now, if you have other responsibilities at work in the Gemeinde, Wenn du andere Verantwortungen in der Arbeit und in der Gemeinde hast, you will understand that you can only do this for a limited number of people. wirst du schon einsehen, dass man nur mit einigen Leuten sowas tun kann. If you're really selective, you won't find that many people that are worth this. Wenn du wirklich wählerisch bist, wirst du nicht viele finden, die solche Typen sind, die man erwählen würde. In fact, when you agree to begin this, aber wenn man sowas ausmacht mit einem, do it only on a trial basis, say not more than 4 weeks. tu es nur versuchsweise, sag mal für eine Frist von 4 Treffen. Only if the thing is working in a satisfactory way should you extend it to 12. Nur wenn es gewinnbringend ist, könnte man dann die Sache auf 12 Wochen ausdehnen. Set a limit on it so you're not obligated to continue with a person who proves to be unfaithful. Setze Grenzen, auf dass du nicht verpflichtet bist, mit jemandem Zeit zu verbringen, der untreu ist. Then you can discontinue it in a more tactful way. Dann kannst du die ganze Sache abstellen und nicht dabei taktlos handeln. This is high priority time. Das ist sehr, sehr hohe Priorität deiner Zeit. You can't afford to invest it in faithless or non-potential people. Du kannst nicht leisten, die Zeit in untreu
Leute ohne, die nicht verheißungsvoll sind, zu investieren. The exception is initially when a person, a new believer. Einzige Ausnahme wäre am Anfang mit einem neuen Gläubigen. You're going to stay with them more diligently because of their need. Man möchte bei ihnen wirklich mit Ausharren arbeiten wegen ihrem Bedürfnis. We have a question here. I don't know. Local or regional work for single people. I don't understand the question. Do you think that should be good? Should it be regional or should it be in every church has their own single people's ministry? Oh, I see. Singles ministry. The question is, can you have a singles ministry that involves the singles from several different Gemeinde? Right. Yeah. Yes, that's possible. Es ist möglich, eine Arbeit für Leitungen überörtlich zu machen. Make sure that the churches are cooperated or like-minded. Aber achte darauf, dass die Gemeinden, die mitarbeiten, wirklich einen gemeinsamen Weg gehen. The principal area that we work together with churches of a different kind is in college campus efforts. Die Möglichkeiten, wo wir zusammenarbeiten mit Gemeinden anderer Prägung, ist an der Universität. I think it's very important that we have an understanding that we do not try to steal or proselyte people from other groups. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Abmachung haben, dass wir keine Schafe stehlen von anderen Gemeinden. If they go to another evangelical church, leave them alone and don't try to steal them for your Gemeinde. Wenn sie zu einer anderen evangelikalen Gemeinde gehen, lass sie allein und stehle sie nicht. Don't try to insert your own particular denominational perspective into some other person in another church. Versuche deine eigene denominationelle Prägung einem anderen von einer anderen Gemeinde nicht aufzuzwingen. If you're pretending to work together, I think that is unethical. Wenn du Zusammenarbeit täuschest und dann das tust, ich glaube, das ist nicht fair. In fact, if it's a church like yourself, don't try to draw them from one assembly to another. Sogar wenn sie zwei Gemeinden sind von der gleichen Prägung, versuche die Leute nicht von einer zur anderen Gemeinde abzuziehen. That tends to cause bad feelings. Das wird schlechte Gefühle auslösen. But having said this, I think it's good to have a cooperative effort if you can. Aber trotzdem ist es gut, wenn man irgendwie zusammenarbeiten kann. This assembly has 3 singles, and that one has 5, and that one has 4. It's nice for them to do it together. Wenn 3 Versammlungen verschiedentlich bestückt sind mit jungen Leuten, einmal 3, einmal 5, einmal 2, ist es gut, wenn sie zusammen sein können. Especially true in small towns and villages. Besonders in kleinen Dörfern. So I think there's a place for that. Ich glaube, dass das eine Berechtigung hat. Andere Frage? Volkmar. Mich würde interessieren, wie Jean das in seinem Berufsleben, wie er noch im Beruf gestanden ist, vereinbart hat. Wenn wir diese Dinge, was wir heute alle oder in diesen Tagen gehört haben, dann sehe ich so viele Möglichkeiten, eigentlich den ganzen Tag in irgendeiner Weise dienen zu können an Brüdern in der Gemeinde. Und als Selbstständiger kann ich mir auch meine Zeit relativ leicht einteilen und die Tendenz dazu, dass man dann vom Betrieb einfach wegbleibt, ist vorhanden. Aber ich stelle die Frage an ihn, was er für Erfahrungen gehabt hat oder gemacht hat, dass dann der eine oder der andere Bereich nicht hinten bleibt, wo er dem Herrn in beiden Teilen die Ehre gegeben wird. Volkmar is a businessman and he plans his own time. Having heard what you've said in these different lectures, he sees opportunities all around him to serve people and whatnot. But he has responsibilities in his profession, in his firm, and it's difficult for him to see how he can serve God in his firm and serve God in these other ways. How did you, during your time in the professional world, how did you do that? How did you decide how to spend your time? I appreciate the question, and it's a good one. Ich schätze die Frage und sie ist eine gute. I had to very strictly allocate my time. Ich musste sehr streng mit meiner Zeiteinteilung arbeiten. I could not devote all the time that I would have liked to every area. Ich konnte nicht so viel Zeit widmen, wie ich wollte, zu jedem Bereich. You must establish your priorities and allocate your time.
Man muss die Prioritäten festsetzen und die Zeit optimal nutzen. You determine what you need to do in connection with your work. Du sollst selber bestimmen, was du tun musst für deinen Beruf. And when you work, work. Und wenn du arbeitest, dann arbeite. Now, if your lunch or coffee breaks, you want to have lunch with an unsaved person to witness, that's fine. Auf deiner Arbeit oder während deiner Mittagspause oder in deiner Kaffeepause, wenn du mit einem Ungläubigen reden willst oder mit einem Bruder, das ist deine Sache. But generally, work when you're supposed to work. Aber arbeite, wenn du arbeiten sollst. Allocate time to your family. Und dann sollst du Zeit bestimmen für deine Familie. You have obligations to your wife and your children. Wir schulden unserer Familie, unsere Frau und Kinder Zeit. I allocated time to that. Ich teile meine Zeit so ein. I spent time with my daughter. Ich verbrachte Zeit mit meiner Tochter. I spent time with my wife. Ich verbrachte Zeit mit meiner Frau. In fact, I took her out for dinner, usually at least once a week. Ich habe sie zumindest einmal in der Woche Essen mitgenommen. She happens to like that. Das mag sie. Now, I ate out all the time as a traveling man. Als Geschäftsmann war ich dauernd unterwegs und habe fast immer im Restaurant gegessen. But she didn't. Aber sie hat dies nicht She getan. liked that. Und das hat ihr gefallen. And so I did that with her. Und so ich habe das mit ihr getan. You have to have time to listen to your wife. Man muss Zeit einteilen, um die Frau anzuhören. Now, you can't listen as much as she would like. Du kannst nicht anhören so viel wie sie will. Sometimes after 2 minutes, you feel this is not an important conversation. Manchmal nach 2 Minuten bekommt man das Gefühl, das ist nicht ein wichtiges Gespräch. Your eyes begin to glaze over. You know? Deine Augen werden zu Glas. But you try to be a good husband and listen to the various details of the day. Aber man versucht, ein guter Ehemann zu sein und man hört die Details des Tages an. And you have your responsibilities at the assembly. Dann hat man die Verantwortung in der Versammlung. You have your responsibilities in terms of witnessing and calling. Verantwortungen zu besuchen und zu evangelisieren. You always allocate time at the beginning of the day, which is when I do it, whenever it is, to spend time with God. Man teilt die Zeit ein, dass man jeden Tag, ich tue es in der Früh, mit Gott. Whatever you need to do, allocate time for that. Egal was du tun musst, dann muss man die Zeit so einteilen. Any person that I work with, I have them make up a time schedule. Jeder, mit dem ich arbeite, bekommt die Aufgabe von mir, einen Zeitplan zu They have a erstellen. working plan for every 7 days. Sie haben einen Zeitplan für jede Woche. This includes your family. Und mit eingeschlossen ist die Familie. Be careful not to let your wife think she's just an item on your to-do list. Man muss wirklich aufpassen, dass die Frau nicht bloß eine Erledigung ist auf der Erledigungsliste. When you're talking with her, don't simply point to the clock and say you've got so much time. Wenn du redest mit ihr, dann schau nicht auf die Uhr und sag, du hast x Zeit. But in your mind, you're working according to a schedule. Aber in deinem Kopf, in deinem Sinn, arbeitest du gemäß einem Plan. You have to become a very disciplined man. Man muss ein sehr disziplinierter Mann You werden. don't have any time to waste. Man hat gar keine Zeit zu The vergeuden. Lord says there's time enough for everything we ought to do, Der Herr sagt, es gibt Zeit genug für alles, was wir tun sollen, but there's no time to waste. aber es gibt keine Zeit zu vergeuden. Ja, Richard. Ja, du hast gestern Abend über Seelsorge gesprochen und hast gesagt, hast die Verantwortung der betreffenden Person betont und ich bin mit dem auch einverstanden, aber ich habe trotzdem eine Frage und zwar, ich habe die Erfahrung gemacht in meinem Dienst, dass Leute aus kaputten Familienverhältnissen, junge Leute aus kaputten Familienverhältnissen dann doch irgendwelche Schäden haben und ich frage mich, ob das nicht so einfach ist zu sagen, das ist ihre eigene Verantwortung. You mentioned yesterday evening, as you talked about counseling, you emphasized personal responsibility. I am in agreement with you. That's what I think. I've noticed in the course of my ministry, however, that often young people coming out of destroyed families, terrible families, have real problems, and I ask myself if that's not one-sided what you said, it's the responsibility of the counselee. I guess I'm not really clear on the conflict there. Can you explain the conflict a bit for me? Yeah, the conflict is, Richard, when you were talking yesterday, he got the impression that you didn't leave room for the damage that's done to people that wasn't their fault. Okay, good. Ist das richtig? All right. I appreciate that question. Ich schätze diese Frage.
There are some things that are not the fault of people. Es gibt manche Dinge, die nicht der Schuld von Menschen sind. If you were a child and were sexually molested by your parent, Wenn wir als Kinder sexuell missbraucht werden von unseren Eltern, which is a horrible thing, was eine furchtbare Sache ist, but it's coming to light more and more in our day. aber man sieht mehr und mehr davon heute. I assume you have it over here. Ich nehme an, ihr habt das auch hier. I cannot blame the child. Ich kann keine Schuld in die Schuhe des Kindes schieben. When they grow up, though, they do tend to blame themselves. Aber wenn sie aufgewachsen sind, tendieren sie sich selber anzuklagen. But I don't assign that as their blame. Aber ich sage nicht, ich klage sie nicht an. That's one example of many. Das ist ein Beispiel von vielen. I never hold people responsible for the abuses, the mistreatment, and harshness done by others. Ich betrachte niemand verantwortlich für die Misshandlung, die furchtbare Misshandlung, die sie von anderen bekommen. For the damage that comes from the cruelty, the harshness, and the lack of love in homes. Für die Schäden von der Grausamkeit und Lieblosigkeit, die man in daheim erleben kann. With such people, I listen with sympathy. Solche Leute höre ich mit Mitleid an. I tell them I realize the pain that they endured. Ich sage ihnen, ich kann mir vorstellen, was für ein Schmerzen das ist, das sie ertragen haben. But I remind them that we cannot change the past. Aber ich erinnere sie daran, dass man die Vergangenheit nicht ändern kann. That's important. Das ist wichtig. In Philippians we read we must forget the things that are past. Im Philipperbrief lesen wir davon, dass wir die Dinge in der Vergangenheit hinter uns lassen und vergessen. In time, part of the healing is forgiving people who have hurt us in the past. Im Laufe der Zeit, ein Teil von Vergebung heißt, a part of what? The forgiving. Yeah, forgiving them is a part of our healing. Oh ja, Vergebung ist ein Teil des Heilungsprozesses. We say now we are responsible to start and to live constructively and in a healthy emotional way now. Wir sagen, jetzt wollen wir anfangen, eine positiven, richtige Lebensweise uns anzugewöhnen. Don't remain crippled by the events of the past that were not your responsibility. Bleibe nicht wegen den Ereignissen der Vergangenheit verkrüppelt. Ereignisse, wo du nichts dazu beigetragen hast. Does that help? Ist das eine Hilfe? Ja, Stratko. Wenn ein Christ evangelisieren will, soll er sich schließen zu verschiedenen weltlichen Vereinen und Gruppen, Organisationen und so weiter. Oder er soll einfach warten von Gott etwas für gute Möglichkeiten. If you want to evangelize, should you join clubs and different things where you have contact with people, like a tennis club or something? Or should you just wait, trust the Lord, and believe Him that He's going to give you contacts? I appreciate the question. Ich schätze diese Frage auch. I think in some cases that you can become active in certain things with a purpose to meet people that you would not ordinarily meet that need Christ. Ich glaube, dass man sich engagieren kann in verschiedenen Sachen, Leute kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernen könnte. As long as that activity is consistent with your Christian faith and principles. Soweit diese Aktivität mit unserem christlichen Glauben und Prinzipien sich vereinbaren lässt. I would not go into a saloon, a bar, a beer joint, whatever you call, in order to witness. Ich würde nicht gehen in eine Taverne oder Bar, Zeugnis abzugeben. Some people believe in missionary dating. Manche Leute glauben an missionarische Beziehungen mit anderem Geschlecht. Weißt? I discourage this. Das möchte ich nicht ermutigen. I think evangelism should be confined to members of your own sex. Ich glaube, dass Evangelisation gehört in der Sphäre deines eigenen Geschlechtes. But I think there has to be a more natural way in which we witness. Aber ich glaube, dass es einen natürlichen Weg geben muss, wie wir evangelisieren. We call it sharing Christ as a way of life. Wir sagen, wir teilen Christus mit als irgendwie eine Lebensausrichtung oder Lebensstil. Outside of our own family and acquaintances, Also haben unsere eigene Familie und Bekanntschaften. we have an area of contacts. Haben wir einen Bereich, wo wir Kontakte haben. They're neighbors.
Nachbarn. There are people in service stores or business contacts. Geschäftskontakte und Beziehungen und Leute, die uns dienen in verschiedenen Geschäften. People that we can meet casually in a social way. Menschen, die wir in einer ungezwungenen gesellschaftlichen Atmosphäre treffen können. The normal source of contacts Normale Kontaktquelle, die wir haben, are often the best. sind öfters die besten. I think in some places it's good to go out and mingle in a general way in the community. Ich glaube, es ist manchmal gut, draußen zu gehen und einfach unter die Leute zu kommen. In some villages and in some countries, it's still possible to go down on the streets in the cool of the evening and mix and mingle with the citizens. In manchen Ländern und in manchen Kulturen ist es möglich, in der Kühle des Abends draußen zu gehen und Gemeinschaft oder Gesellschaft zu haben mit den Bewohnern des Ortes. Paul went to the marketplace or down by the river where people met. Paulus ging an den Fluss oder zum Marktplatz, wo die Leute sich trafen. I think that's a good thing to do. Ich glaube, das ist eine gute Sache, die man tun kann. It's very good. Possible in Austria. It's not possible in Austria. The people don't go out on the streets or this shopping is not malls. Italy, man. This is not Italy. Well, I'm just saying some countries you can do that. Wenn du in Italien bist, kannst du das tun. In Spain you can do it. In Spanien kann man das It's tun. very good to take your small children along, Es ist sehr gut, deine kleine Kindlein mitzunehmen. even if you walk in the neighborhood. Sogar in der Nachbarschaft. People are always attracted to your children. They come and talk to them. Leute sind von Kindern angezogen, kommen und reden mit ihnen. I say if you don't have a child, you should rent one and take Wenn them du hast along. kein Kind, sollst du vielleicht eins mieten, um mitzunehmen. You should look for people to invite to have lunch or coffee. Sollst Leute suchen, die du einladen kannst zum Kaffee oder zum Mittagessen. Some people are more social than others. Possible to invite them over for dessert or something in your home. Manche sind gesellschaftsfreudiger als andere und es ist möglich, sie einzuladen in dein Zuhause. I think hospitality is a great part. Ich glaube, dass Gastfreundschaft eine wichtige Sache ist. But you may want to join some type of club or sports activity to meet people. Es kann sein, dass du aber einen Club oder einen Sportsverein beitreten willst, um Leute kennenzulernen. I think that's worth consideration. Ich glaube, dass das ein But we Überlegenswert must ist. find ways to penetrate into areas of society where we're not penetrating with the gospel. Wir müssen Mittel und Wege finden, Bereiche der Gesellschaft zu durchdringen, die wir noch nicht durchgedrungen haben. We have to build bridges of communication and understanding with the unsaved world. Wir müssen Brücken schlagen, Brücken der Kommunikation und der gegenseitigen Verständnis mit anderen Leuten in dieser Welt. We must win the right to be heard first by our lives and then by our words. Wir müssen das Recht auf ein Gespräch erwerben. Erstens durch unser Leben, dann durch unsere Worte. We want them to see that we are different and then inquire why we are different. Wir wollen, dass sie ablesen an uns, dass wir anders sind und dass sie dann sich fragen, warum bist du anders? We overemphasize verbal sharing. Wir überbetonen mündliche Evangelisation. It needs to be combined with life sharing. Sie muss mit Lebensmitteilung verbunden werden. Want people to see we're different. Wir wollen Leute sehen, dass Leute sehen, dass wir anders sind. If you're living the life, they will get the idea soon enough. Wenn du das richtige Leben führst, werden sie früher oder später darauf kommen. You don't cheat, you don't lie, you don't steal, you're not cruel, you're not dishonest, you're not hateful, you're not any of those things. Du bist nicht grausam, du lügst nicht, du beschwindelst nicht, du bist ehrlich. Diese ganzen Sachen tust du nicht. You're kind, gentle, patient. Gütig, geduldig und langmütig. That's different. Das ist ganz anders. Then they want to know why you're different. Dann wollen sie wissen, warum du We anders have to bist. win them by our lives. Wir müssen sie durch unsere Lebensführung gewinnen. The early Christians were well known in the community. Die Frühchristen waren in der Öffentlichkeit sehr bekannt. They were strikingly different. Sie waren ganz anders. It's said in the book of Acts that sometimes the people in the community hesitated to join themselves together with the Christians. Sie sagt in der Apostelgeschichte, dass die Menschen in der Umgebung furchtsam waren. Sie schlossen sich nicht an. Because they were aware of the holiness of their lives and their devotion to Jesus. Weil sie bewusst waren, ihre Heiligung und ihre Hingabe an Jesus Christus. And news like that of Ananias and Sapphira got around in a hurry. Die Nachricht von Ananias und Sapphira
Das ist wie ein Wildfeuer. Today it's the scandals. The news of scandals gets around in a hurry. Jetzt die Skandalen breiten sich schnell aus. Peter. In Personal Discipleship, persönliche Jüngerschaft, auf was muss man aufpassen? Was sind die Gefahren in einer solchen Arbeit? What are the dangers in personal discipleship? To the person who is discipling or to the person who is discipled? Person who's discipling. Oh, there are a number of dangers, I suppose. Ja, ich nehme an, dass es Gefahren gibt. The first is that you selected the wrong person. Erste ist, du hast das Falsche erwischt. You continue to invest time in a faithless person who has no potential. Und du weiterhin, du investierst Zeit in einen untreuen Menschen, der nicht verheißungsvoll The ist. second thing is that you don't have the courage to deal boldly with what is needed. Zweitens, wenn man den Mut nicht hat, mit schwierigen Sachen fertig zu werden oder Dinge zu konfrontieren, wo es notwendig ist. The third thing is that you don't have any discernment to see what needs to be done. Drittens, wenn man die Unterscheidungsfähigkeit oder Unterscheidungsvermögen nicht hat, zu sehen, was notwendig ist in der Situation. Fourth thing is you don't prepare and think about what you're going to do. Viertens, wenn man sich nicht vorbereitet oder zu wenig darüber nachdenkt, was man tut. You're not really helping the person to make progress. Man hilft den Leuten eigentlich nicht, Fortschritte zu erzielen. You're not working effectively with their character needs. Man arbeitet nicht auf eine wirksame Art und Weise mit ihren Charakterschwächen. You're not sharing with them in terms of praying with them or evangelizing with them or working with them. Man teilt ihnen nichts mit. Man betet nicht zusammen, evangelisiert nicht zusammen, hat wenig Gemeinschaft zusammen. You're just looking at the Bible and checking answers on their sheet. Man schaut die Bibel an und man überprüft ihre Aufgaben. None of those are good. Das ist nicht gut. As a rule, also als Regel soll man Mann mit einer Frau oder immer gleichgeschlechtlich arbeiten? Does it work out when men with women work, or should it be everything same sex? Nine. I know men work with men, women work with women. Männer arbeiten mit Männern und Frauen mit Frauen. We've got our experiences, don't we? Yeah. Never again. Nie wieder. Nein. Das war nicht da. All the important Christian organizations have learned this separately. Alle wichtige christliche Organisationen haben das gelernt. It should not be necessary for us to keep learning this lesson again. Es ist nicht notwendig, dass wir diese Lektion immer wieder lernen müssen. See, just one of many reasons is the other person sees other things in you other than the spiritual interest. Ein wichtiger Grund ist, dass die andere Person Dinge in dir sieht, die nicht gerade nur geistlich sind. In Christmas terminology, visions of sugar plums dance in their head. In dem Wortschatz von Weihnachten, Visionen von Lutscher und tanzen herum in ihrem Kopf. Das ist aus einem amerikanischen Weihnachtsgedicht. Wahnsinn. Just over here. Right here. Andreas? Wie weit hängt dein Begriff von geistlicher von Leiterschaft zusammen mit einer Gabe, die Gott gibt? Oder wie weit wird sie nur erworben, wenn wir über Jüngerschaftsschulung sprechen? Dann denke ich, betrifft es jeden Bruder, jeden Gläubigen im Prinzip, jede Schwester auch. Wie weit aber ist Leiterschaft eine Gabe, die eine hat und der andere hat sie nicht? Weil er hat davon gesprochen, dass ein Leiter sich dadurch auszeichnet, dass andere ihm folgen und er auf andere besonderen Einfluss hat. Very good question. He asked, in what respects is spiritual leadership together or related to spiritual gift? Is spiritual leadership a function of discipleship? When it's a function of discipleship, then every Christian is to be a disciple. Is spiritual leadership something that happens when people are properly trained through discipleship relationships, or is spiritual leadership linked to your gift?
a complicated, multifaceted question. Eine sehr komplizierte Fragen mit vielen Aspekten. A rolling bundle of butcher knives. Ein rollender Bundel von scharfen Messern. Ist die Frage. Es frisst dich gleich auf. Du musst das fassen, wenn es runterkommt vom Hügel. Leadership is not listed as a spiritual gift. Leiterschaft ist nicht angeführt als Geistesgabe. Outstanding qualities of leadership seem to be a matter of natural talent, but it's still given by God. Viele Aspekte von Leitung haben zu tun mit natürlichen Talenten, aber Talenten sind aber letztendlich auf Gott zurückzuführen. Er gibt sie. You have the word latent in German? Ja. There are latent qualities of leadership in some people that can be developed as you work with them. Es sind schlafende oder verschüttete Qualitäten oder Eigenschaften der Leitung, die entdeckt werden können und gefördert werden können in Menschen. We've had people come to us that are not natural leaders. Wir haben Menschen erlebt, die zu uns gekommen sind. Sie waren nicht natürliche Leiter. But we can help them improve from where they are to where they can exert a certain measure of it. Aber wir können ihnen fördern, wo sie kommen von dem Ist-Zustand ein bisschen weiter, wo sie gewisse Leitungsfunktionen übernehmen können. But if you do have a certain amount of natural qualities, aber wenn du einen gewissen Maß von natürlichen Fähigkeiten hast, that can be developed by help. Das kann durch Hilfe gefördert werden. It needs to be developed by help. Es braucht Entwicklung durch Förderung. I think some people are better at discipling others. Ich glaube, dass manche fähiger sind in der Jüngerschaftsbeziehung. In fact, although it's not mentioned, I think it may be a matter of spiritual gift that you're better at that. Obwohl es nicht erwähnt ist, vielleicht ist es eine Funktion von Geistesgabe, dass man das gut tun kann. But I do think that every Christian leader ought to take an interest in assisting younger men. Aber ich glaube trotzdem, dass jeder christliche Leiter sich irgendwie beteiligen sollte an das Heranbilden junger Männer. To some degree. Irgendwie, am gewissen Maß zumindest. I think that's the time's out. This will be the last one. Okay. Felix. Also eine Frage. Da gesagt, es wird erwähnt, die Geistesgabe, gell? Aha. Kapitel 12, Vers 28. 2 Corinthians 12:28 is the gift of leading or ruling. Yes, I realize that. Ja, ich bin dessen bewusst. Okay. It's sometimes translated administration. Manchmal ist das übersetzt wie Verwaltung. It seems to be there in that word the idea of administrative leadership. Die Idee hier scheint administrative Leitung zu sein. There are different levels of leadership. Es sind verschiedene Ebenen von Leitung. For example, I believe that every husband and father should be the leader in your home. Zum Beispiel, ich glaube, dass jeder Ehemann soll der Leiter seines Hauses sein. May not be a leader anywhere else. Es mag sein, dass nirgendwo sonst Leiter ist. But that's a leader. Some people can lead a small group. Manche können eine kleine Gruppe leiten. But they wouldn't be good enough to lead in a church. Aber könnten eine ganze Gemeinde nicht leiten. So there are levels of that. So es gibt Ebenen der Leitung. But really outstanding qualities of leadership. Aber hervorragende Qualitäten oder Eigenschaften der Leitung. Involving the church as a whole. Die der Gemeinde als Ganzes betreffen. I think that is a spiritual gift. Ich glaube, das ist eine geistliche Gabe oder mit Gabe verbunden. But you don't have to have that in order to be a shepherd of the flock. Aber du brauchst das nicht notwendigerweise, Hirte zu sein in der Herde. But you need some measure of leadership there. Aber du brauchst irgendein Maß an Leitung So that's trotzdem. primarily a matter of taking care of the sheep. Das ist in erster Linie eine Sache der Betreuung der Schafe. Good. Okay. Danke.